Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu einem kleinen Rückblick auf die Restaurierung unserer Rabeneyck SM 125. Ja, ich denke, der ein oder andere hat unsere Rabeneyck SM 125 schon mal hier auf dem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Homepage oder auf Social Media entdeckt. Dieses Motorrad habe ich schon vor längerer Zeit vollständig restauriert. Leider habe ich das zur damaligen Zeit noch nicht so schön mit der Kamera und mit Videos begleitet, aber ich habe vor kurzem mal wieder meine ganzen Bildergalerien durchgesehen und habe mir dann gedacht, das möchte ich euch dennoch gerne mal zeigen. Dazu springen wir jetzt tatsächlich zurück bis ins Jahr 2012. Nachdem mein Vater Michael und ich schon einige Jahre an den RDs geschraubt haben und viele Touren damit gefahren sind und einige Oldtimer-Treffen besucht haben, ja, entstand dann der Wunsch nach einem klassischen 50er-Jahre Oldtimer, so wie man sie kennt, schwarz mit Chrom, Einzelsitz, Speichenräder. Michael hat zu dem Zeitpunkt schon eine Hercules K101 restauriert und als wir da bei einem Oldtimer-Freund in der Region zu Besuch waren, um einige Teile für die Hercules zu kaufen, haben wir dort in dessen Fundus die Rabeneyck entdeckt. Es war tatsächlich, wie man es erwarten würde, das war ein kleiner Bauernhof und dort stand dieses Motorrad mehr oder weniger vergessen in der Scheune. Ja, und auch vom Zustand her war es natürlich ein klassischer Scheunenfund, so wie man sich das eben vorstellt. Ich habe den Besitzer dann spontan darauf angesprochen und wir haben uns ein bisschen über das Motorrad unterhalten. Er hat auch ursprünglich gar nicht vor, es zu verkaufen. Ja, wir haben dann später noch 2, 3 Telefonate geführt. Ja, so kam es, dass dann circa 2 Wochen später die Rabeneyck seit langem mal wieder das Tageslicht gesehen hat und dann verzurrt auf unserem Anhänger und wenig später in unserer Werkstatt stand. Und wie die Rabeneyck hier bei uns in der Werkstatt angekommen ist, das zeige ich euch jetzt erstmal. Viel Spaß! Ja, im Vorfeld war natürlich erstmal ein wenig Recherchearbeit notwendig, da das Motorrad natürlich ohne Papiere, ohne Schlüssel, ohne Bedienungsanleitung oder sonst irgendwelche Informationen zu uns kam, dass es sich um das Modell SM 125 von Rabeneyck handelt und das Baujahr 1950 ist. Das konnten wir bereits dem Typenschild entnehmen. Ansonsten hat sich gezeigt, das ist ein typisches Konfektionsmotorrad der 50er Jahre mit einem ILO MG 125E Motor, 125 Kubik mit 5,4 PS und mit ansonsten weiteren gängigen Komponenten, Prenar-Fahrrädern, Norris Lichtzündanlage, aber dennoch ein recht seltenes Modell. Und vor dem Beginn der Restauration haben wir es tatsächlich auch so gemacht, wie viele Motorradschrauber, die man hier auf YouTube so findet. Wir haben den Vergaser gereinigt, mit dem Endoskop einen Blick in den Zylinder geworfen, ein neues Zündkabel angebracht, eine neue Zündkerze reingeschraubt, das Getriebeöl kontrolliert, mit der externen Tankflasche ein bisschen frisches Zweitaktgemisch in den Vergaser gegeben und somit hat der Motor tatsächlich auf Anhieb gelaufen. Ja, dass das Motorrad vollständig restauriert werden muss, das war natürlich schon vor dem Kauf klar, also ging es dann frisch ans Werk. Das Motorrad wurde vollständig zerlegt, alle Lackteile wurden sandgestrahlt und in einer Lackiererei neu lackiert. Alle Chromteile wurden in einem Galvanik-Fachbetrieb neu verchromt. Die Aluminiumteile wurden in mühevoller Handarbeit aufpoliert. Die Felgen wurden neu eingespeicht und zentriert
Und die ganze Elektrik, sprich der Kabelbaum, war auch nur noch bruchstückhaft vorhanden und wurde dann mit Hilfe der alten Unterlagen ebenfalls komplett neu angefertigt. Ebenso wurden der Tacho, die Kupplung und die Zündung überholt. Zudem gab es keinen passenden Ersatz für die Bowdenzüge, für Bremse, Kupplung und Gas. Die habe ich dann ebenfalls aus Standardteilen komplett neu angefertigt. Ja, und wie das dann zwischenzeitlich ausgesehen hat, das seht ihr jetzt. Ja, der ganze Restaurierungsprozess hat dann fast 3 Jahre in Anspruch genommen. Vom Sommer, Spätsommer 2012 bis ins Frühjahr 2015, als ich mit der Radeneig dann endlich auf den Hof der Prüfstelle fahren konnte und das Motorrad ohne Mängel die Hauptuntersuchung bestanden hat. Zudem musste aufgrund der fehlenden Fahrzeugpapiere das komplette Aufbietungsverfahren bei der Zulassungsstelle durchlaufen werden. Hat einige Wochen gedauert, hat aber einwandfrei funktioniert, so dass mit der bestandenen Hauptuntersuchung auch neue Fahrzeugpapiere ausgestellt werden konnten. Ja, und jetzt kommt natürlich das Spannendste. Ich selbst mag natürlich diese Vorher-Nachher-Vergleiche in solchen Videos oder in solchen Berichten auch immer sehr gerne. Jetzt seht ihr, was am Ende der Restaurierung rausgekommen ist. Viel Spaß! Auch heute, 10 Jahre nach der Inbetriebnahme, tut das Motorrad einwandfrei seinen Dienst, wird regelmäßig zu Oldtimer-Treffen oder für kleinere Ausfahrten bewegt und hat seitdem auch 5 weitere Male ohne Mängel die Hauptuntersuchung bestanden. Und es macht natürlich nach wie vor riesig Spaß, das Motorrad zu fahren, auch mit 5 PS. Ist auf jeden Fall, egal wo man hinkommt, immer ein Hingucker. Es entstehen immer wieder interessante Gespräche oder auch neue Bekanntschaften, nicht nur auf Oldtimer-Treffen. Von daher war es die Mühe auf jeden Fall wert. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf den Daumen nach oben. Für weitere Einblicke in unsere Aktivitäten in unserer Werkstatt organisiert euch einfach mit einem einfachen Klick ein kostenloses Abo unseres Kanals und dann sage ich bis dahin, tschüss.